Hallo! Einige von euch haben sich ja ein Update hier zum Thema Corona in Korea gewünscht. Allgemein kann ich sagen, schon mal vorab, mir geht's gut. Ich fühle mich hier sehr sicher, muss ich sagen. Warum das so ist, erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Ich habe hier mein Handy, um mal die aktuellen Zahlen durchzugehen. In Korea gibt es insgesamt 9.786 bestätigte Fälle. Davon sind 125 neu dazugekommen. Es gibt 162 Todesfälle und komplette recoverte Fälle gibt es tatsächlich 5.408. Das heißt, aktive Fälle gibt es momentan 4.216. Im Vergleich, wenn ich mir gerade Deutschland mal anschaue, das habe ich jetzt heute noch nicht gemacht, 67.000. Die Zahl spricht für sich leider. Also Wahnsinn, wie sich das in den letzten Wochen so geändert hat, weil als ich noch in Deutschland war vor 2 Wochen und nach hier gekommen bin, war es genau andersherum. Da war eher die Frage, wie ist es gerade in Korea, und ich hatte auch tatsächlich echt ein bisschen Sorge, aber die wurde mir dann doch recht schnell genommen. Ich meine, klar, man sollte bei der Situation immer noch vorsichtig und angebracht handeln, das tue ich auch, aber ich fühle mich hier auf jeden Fall sicher. Viele fragen sich bestimmt, so wie überhaupt meine Einreise war. Da kann ich gerne mal meine Erfahrungen berichten. Ursprünglich sollte ich eigentlich von Frankfurt fliegen. Mein Flug wurde jedoch gecancelt, wie viele andere Flüge auch, und letztlich bin ich von Amsterdam geflogen. Der Flug an sich war voll besetzt, also es gab wenig leere Plätze tatsächlich. Das lag aber auch größtenteils daran, weil viele Koreaner zurück in ihre Heimat geflogen sind und jetzt nicht daran, dass viele hierhin gereist sind. Also es waren wirklich wenig Touristen an Bord, soweit ich das zumindest festmachen konnte. Waren vielleicht 4 bis 5 westlich aussehende Personen in der Maschine. Als ich dann hier in Seoul angekommen bin, musste ich natürlich durch die Immigration. Das Ganze hat sich ein bisschen gezogen, fast 2 Stunden. Aber selbstverständlich, die Lage ist wie gesagt immer noch außergewöhnlich und das braucht natürlich dann auch Zeit entsprechend. An Bord des Fliegers hat jeder eine Art Interviewschein bekommen, wo man seinen Gesundheitszustand darlegen musste. Heißt, man musste ankreuzen, ob man in den letzten 21 Tagen irgendwelche Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen oder Husten hatte. Weiterhin musste man angeben, wo man sich befunden, also wo man war, ob man auch zum Beispiel im Ausland war, wenn ja, auch wo. Ja, wenn man durch die Immigration durchgeht, wird bei jedem die Temperatur gemessen und dann wird man weitergeschickt, je nachdem, was eben dieser Zettel auch hergibt. Tatsächlich habe ich auf diesem Zettel etwas angekreuzt, weil ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, ich glaube 2 Wochen vorher Kopfschmerzen gehabt hatte für 2 Tage. Nichts Wildes, aber in dem Moment wollte ich nur mal sicher gehen und habe es, wie gesagt, angekreuzt. Ja, deswegen bin ich tatsächlich auch in Quarantäne gelandet. Klingt erstmal ein bisschen wild, aber war dann gar nicht so schlimm. Ja, ich wurde letztlich in den Quarantänebereich geschickt, wo viele andere mit mir gewartet haben. Viele wurden dann nochmal interviewt oder die Temperatur wurde gemessen oder es wurden sogar direkt Corona-Tests vor Ort gemacht. Das war bei mir jetzt aber nicht der Fall, weil ich ja nur ein Symptom angekreuzt hatte und es mir eigentlich gut ging. Ja, da habe ich dann so 20 Minuten gewartet, dann kam irgendwann eine Mitarbeiterin zu mir und hat mich befragt, ob es mir jetzt gut geht oder ob ich jetzt Symptome hätte. Und als ich dann gesagt habe, nein, das war vor 2 Wochen, aber ich wollte, wie gesagt, nur mal auf Nummer sicher gehen und es eben ankreuzen, damit eben kein Detail vergessen wird, hat sie mich dann auch gehen lassen tatsächlich und ich durfte einreisen. Was ich machen musste bei der Immigration war, eine App runterzuladen von der koreanischen Regierung und 2 Wochen lang jeden Tag meinen Gesundheitszustand per App eben der Regierung schicken. Heißt, ich bin einfach jeden Morgen aufgestanden und habe meine Symptome bzw. Nicht-Symptome geschickt. So sieht das Ganze dann aus. Ja, und tatsächlich war, bevor ich eingereist bin, diese App noch nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch und Japanisch. Also scheinbar haben sie die auch mittlerweile übersetzt. Und ja, man könnte quasi hier seine Selbstdiagnose schicken. Ja, eine weitere Besonderheit, die mir hier aufgefallen ist bezüglich Apps für das ganze Thema, ist tatsächlich eine Seite, die nennt sich coronamap.zeit. Die kann ich euch auch gerne mal zeigen.
Die kann man tatsächlich auch von überall auf der Welt benutzen. Genau, die sieht so aus. Und hier wird quasi vermerkt, wo sich ein Corona-Fall aufgehalten hat und in welchem Zeitraum. Natürlich kann man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass es super exakte Daten sind, aber ich finde, es gibt einem so ein bisschen ein Gefühl von Transparenz für das ganze Thema und man kann so ein bisschen mit der Situation wenigstens arbeiten und umgehen. Ja, das Ganze sieht dann so aus. Der rote Punkt bin in dem Fall ich, also das ist mein GPS. Und grüne Punkte bedeuten, dass sich dort Leute mit Corona aufgehalten haben, 4 bis 9 Tage, vor 4 bis 9 Tagen. Gelb 24 Stunden bis 4 Tage und rot weniger als 24 Stunden. Das heißt, man kann auch so ein Gefühl dafür bekommen, gibt es in meiner Umgebung neue Fälle? Wenn ja, wie lange sind die her? Also, ja, und diese Seite kann man tatsächlich auch nach Ort filtern. Wenn man zum Beispiel auf Seoul geht, sieht man, dass es hier momentan 390 bestätigte Fälle gibt. Und ja, ich finde 390 Fälle auf einer 10-Millionen-Metropole ist wirklich sehr gut. Ja, eine weitere Sache, die ich hier sehr außergewöhnlich fand für das ganze Thema, sind sogenannte Notfall-SMS. Kannte ich vorher auch nicht, aber ich habe das tatsächlich schon, bevor ich nach hier gekommen bin, in anderen Videos gesehen und online verfolgt. Deswegen hat es mich jetzt nicht so, ich sag mal, schockiert, dass ich diese bekommen habe. Ich fand es eher interessant tatsächlich. Ich habe hier mal einen Screenshot gemacht, wie so eine Notfall-SMS aussieht. Sieht dann so aus. Genau, und diese SMS beschreibt hauptsächlich, ob es neue Fälle in deiner Nähe gibt. Wie gesagt, per GPS wird es getrackt. Oder ob es neue Maßnahmen gibt oder sonstige neue Informationen. Ja, diese Notfall-SMS tatsächlich, wenn man die bekommt, dann gibt das Handy auch ein sehr, ich sag mal, markantes Geräusch von sich oder einen sehr speziellen Ton. Mein Handy ist immer auf lautlos, deswegen habe ich es jetzt noch nicht so wirklich bei mir gehört, aber dafür bei anderen. Ja, eine andere Sache, die ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass es hier wirklich überall gratis Desinfektionsmittel gibt und alle tragen eine Maske. Wirklich, ich würde fast sagen, 98% der Koreaner hier oder generell der Leute hier tragen eine Gesichtsmaske, wenn sie draußen unterwegs sind. Man würde quasi seltsam angeguckt, wenn man keine trägt. Ich war mir dessen schon bewusst. Wie gesagt, ich habe mich vorab informiert und habe mir deswegen einige Masken aus Deutschland mit nach Korea gebracht. Das heißt, ich hatte einen guten Vorrat an Masken, dass wenn ich hier ankomme, dass ich mich direkt integrieren kann. Ja, des Weiteren gibt es hier wirklich überall gratis Desinfektionsmittel für die Hände. In der U-Bahn, in Geschäften, wirklich an jeder Ecke. Und es benutzen auch fast alle, würde ich mal so sagen. Natürlich habe ich jetzt zum Beispiel auch selber meins immer dabei. Also man kann auch welches hier kaufen, es ist nicht ausverkauft. Auch so Sachen wie Klopapier und so weiter gibt es hier. Das ist kein Problem. Das Einzige, was rar ist, sind tatsächlich eben Masken, weil aber, wie gesagt, jeder täglich, also fast täglich eine trägt. Ja, und da es eben diese Knappheit gerade gibt, gibt es hier in Korea eine Regelung, diese geht nach Geburtsjahr. Das bedeutet, dass sich die Koreaner hier einmal die Woche 2 Masken abholen dürfen, je nachdem, wann sie geboren sind. Also zum Beispiel montags wäre die Zahl 1 und 6 dran zum Beispiel. Das heißt, wenn du 1991 geboren wärst, dann dürftest du deine Maske abholen gehen in der Apotheke. Das Ganze gilt, glaube ich, nicht für Touristen, deswegen bin ich froh, dass ich einige Masken für mich mitgebracht habe. Aber langsam aber sicher fangen die Drogeriemärkte auch wieder an, Masken aufzustocken. Das heißt, immer wenn ich irgendwo eine sehe, dann nehme ich mir eine mit und bin dann auch erstmal safe. Ich habe hier auch mal 2 Masken, um euch das Ganze mal so zu zeigen. Die habe ich zum Beispiel auch in der Drogerie gekauft oder diese auch. Das Modell nennt sich K94. Das ist so dieses typische das ist dieses typische Maskenmodell, was man ganz oft auch im Fernsehen sieht. Ja, und hier diese Maske ist tatsächlich das gleiche Modell, nur in schwarz und mit Desinfektionsmittel dabei. Ja, dann interessieren sich bestimmt einige, wie generell die Lage ist hier in Korea. Tatsächlich gibt es keinen Shutdown, also keinen Lockdown. Die Leute können raus. Geschäfte wie Restaurants, Bars, sogar Cafés
haben alle geöffnet. Das Einzige, was zu ist, sind Clubs, glaube ich. Zumindest die meisten auf jeden Fall. Aber sonst haben alle Geschäfte regulär geöffnet und man kann auch rausgehen. Natürlich sind die Leute hier sehr, sehr vorsichtig und für Seoul-Verhältnisse, wir reden hier von einer 10-Millionen-Metropole, ist es relativ ruhig. Aber auf jeden Fall jetzt keine Geisterstadt. Ja, wie gesagt, die Leute gehen raus, sind natürlich vorsichtig, aber ziehen so alle an einem Strang und deswegen finde ich, funktioniert das System hier eigentlich momentan ganz gut, wie es ist. Ja, und eine andere Erfahrung, die ich noch gemacht habe, ist, dass sogar Mitarbeiter der Stadt in der Subway gratis Desinfektionsmittel für die Leute verteilt haben, was ich wirklich sehr aufmerksam finde, und da war auch eine Baumwollmaske dabei. Baumwollmasken helfen natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt super viel, aber besser als gar nichts, und man kann sie ja waschen, das heißt bei 60 Grad sterben dann auch Viren und Bakterien, glaube ich, ab. Was ganz gut ist als Alternative, wenn man gerade keine andere Maske zur Verfügung hat. Generell gibt es ja diese Debatte, ob Masken überhaupt irgendwas bringen. Ich persönlich bin der Meinung, ja, weil wenn, wie gesagt, alle eine tragen, dann ist einfach diese Übertragungsrate viel, viel geringer, oder das Risiko, jemand anders anzustecken, als auch angesteckt zu werden, ist einfach viel, viel geringer, und deswegen glaube ich, funktioniert es hier gerade so gut. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch so ein bisschen eure Fragen beantworten und hat euch so einen kleinen Einblick hier gegeben, wie die Lage momentan in Korea ist. Ja, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr immer gerne in den Kommentaren diese stellen oder natürlich bei Instagram. Ich versuche immer jedem zu antworten. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!